Es werden so viele Filme und Serien produziert wie noch nie zuvor. Und was wird gestreamt? Hauptsächlich Neues aus Hollywood und den weltweiten Streaming-Studios. Doch wo sind die Klassiker von früher? Jene Filme, die wir damals in mäßiger Qualität auf Videokassetten aufgenommen und zigmal geschaut haben, bis sich das Band verwurstelte. Ältere Klassiker, aber auch neuere Filme von den 70ern bis zur Jahrtausendwende sind oft online einfach nicht erhältlich. Die Suche nach dem Lieblingsfilm der Prä-Internet-Ära auf den Streamingdiensten ist meist vergeblich. Es fehlt also schlicht der Zugang zu Filmperlen aus der Vergangenheit. Damit diese auch künftigen Generationen zugänglich sind, ist es unumgänglich, die Filmdigitalisierung voranzutreiben, bevor diese Schätze zu Staub zerfallen. Filmo präsentiert Die Filmdigitalisierung oder wie ein Filmklassiker digitalisiert wird. Teil 1: Am Anfang steht das Archiv. Im Vorfeld der Digitalisierung steht eine meist langwierige Detektivarbeit. Es muss nach dem bestmöglichen Ausgangsmaterial gesucht werden. Falls es nicht schon im heimischen Filmarchiv bereit liegt, führt die Suche in die Filmarchive von Frankreich, Deutschland, Großbritannien, den USA und Russland, in die Keller der Produzenten oder gar in private Dachböden. Das optimale Ausgangsmaterial ist in der Regel ein 35 mm Bildnegativ sowie ein Magnetband oder Lichttonnegativ für den Ton. Haben die Archivare dieses aufgespürt, wird der Zustand des Materials geprüft und minutiös dokumentiert. Bevor aber das Filmmaterial mit den modernen Scannermaschinen digitalisiert werden kann, ist eine analoge Filmanalyse und Vorbereitung des Ausgangsmaterials notwendig. Im Rahmen einer Restaurierung werden Reparaturen nur vorgenommen, wenn es notwendig ist, damit der Film benutzt werden kann, ohne weiteren Schaden zu nehmen. Im Prozess der analogen Filmrestaurierung werden Verletzungen der Filmrolle behoben. Unter anderem werden eingerissene oder fehlende Perforationen repariert, sowie Klebstreifen, Rückstände und Ablagerungen auf der Filmrolle entfernt. Man muss sehr genau arbeiten und Geduld haben. Und man muss Pausen machen, da man sehr konzentriert ist und es lange dauert. Nach mehreren Tagen Arbeit werden nun alle relevanten Filmelemente per Spezialtransport zum Digitalisierungslabor geliefert. Weißt du, was passiert ist? Was? Ich glaube, Kopi hat mich kopiert. Kopiert? Also werfen wir einen Blick in den Digitalisierungsprozess und zeigen, wie aus einem analogen Film digitale Daten werden. Teil 2: Analog, digital. Der Spezialtransport ist angekommen. Diesmal mit einem komplizierten Fall. Ganze 50 Filmbüchsen sind für die Digitalisierung des Films Die Käserei in der Fee-Freude nötig. Hier müssen unterschiedliche Negative und Kopien verwendet werden, um das Original von 1958 nachzukonstruieren. Jetzt wird nochmals jede einzelne Rolle auf Schäden inspiziert und für das Scannen vorbereitet. Die Schrumpfung des Filmes sowie Klebestellen müssen gemessen und die jeweiligen Werte sowie sonstige Feststellungen notiert werden. Das Material soll beim Scannen unter keinen Umständen beschädigt werden. Mittels einer Ultraschallreinigungsmaschine wird dann die Filmrolle gewaschen. Endlich kann die Rolle behutsam in den Filmscanner eingelegt werden.
Nun wird von der Maschine jedes einzelne Filmbild abgescannt. Das können für einen Spielfilm bis zu 135.000 Einzelbilder sein. Bei der Digitalisierung wird auf die maximale Auflösung und eine komplette Zeichnung der sehr dunklen und sehr hellen Stellen des Bildes gesetzt, um eine möglichst gute Ausgangslage für die nachfolgenden Schritte zu erhalten. Mit den heutigen Gerätschaften, wie beispielsweise dem Ori-Scan, ist bei einem 35 mm Negativ eine Abtastung in 4K und sogar 6K möglich. Im Vergleich zur Full-HD-Auflösung vieler Fernsehgeräte von heute ist die 4K-Version 4-mal größer. Der dabei entstandene Rohscan oder Einzelbildscan, also das unbearbeitete Bildmaterial, ist mehrere Terabyte schwer. Im Nebenraum wird das Lichttonnegativ in einen Tonscanner eingelegt. Noch knistert es durch die Lautsprecher. Bereits bei der Digitalisierung muss besonders auf eine optimale Übertragung des Tons geachtet werden, damit möglichst wenig Störgeräusche durch Dreck auf dem analogen Datenträger entstehen. Der digitalisierte Ton wird dann separat für die Tonrestaurierung zum Tonstudio geschickt. Später, nach Abschluss der Digitalisierungsarbeiten, gehen alle Elemente wieder zurück ins Filmarchiv, inklusive eines ausführlichen Berichts, was mit den Elementen genau gemacht wurde und in welchem Zustand sich diese nach den Arbeiten befinden. Zusätzlich erhält das Filmarchiv die unbearbeiteten Daten des Scans in einer Einzelbildsequenz sowie die neu erstellten, restaurierten Dateien des Films, welche in einem enorm großen digitalen Archiv gespeichert werden, damit diese auch für künftige Restaurierungsprojekte zur Verfügung stehen können und das Filmerbe lebendig bleibt. Ich hoffe, dass die Filmemacher von heute und morgen, aber auch die Produzenten und alle, die sich für den Film interessieren, diese Cinemathek und ihre Archive nutzen, um weiterzuarbeiten. Es soll ein lebendiger Ort sein. Ich glaube, mich trifft der Schlag. Wenn ich dir jetzt nicht begegnet wäre, hätten wir ja nicht einmal etwas erfahren. Das ist mir doch gleich. Amen. Wir haben jetzt unser Material digitalisiert. Aber wie geht's weiter? Ein Bild von Staub und Artefakten zu befreien, lässt sich doch sicher von einer Computersoftware bewerkstelligen. Oder etwa nicht? Schauen wir doch gleich mal hin. In Teil 3. Alles per Knopfdruck? Nein, leider geht das nicht ganz auf Knopfdruck. Nein, bitte doch. Bis die Filme bei Streaming-Anbietern und Kinos in neuem Glanz gezeigt werden können, braucht es mehrere Arbeitsschritte in der Vorbereitung. Denn auch die Bildrestaurierung gelingt nur mit viel Fachwissen und aufwendiger Handarbeit. Erst nach mehreren Wochen Arbeit liegt das finale Datenpaket eines Films vor, welches für die digitale Ausstrahlung über Internet, TV oder Kino verwendet werden kann. Die digitale Restaurierung besteht generell aus 3 Hauptaufgaben: das Stabilisieren, die Bildreinigung sowie die Wiederherstellung des ursprünglichen Filmlooks. In diesem Beispiel zeigt das Bild des Rohscans viel Zittern und Ruckeln. Daher wurde in einem ersten Schritt manuell fixiert. Danach wurde ein Stabilisierungsfilter hinzugefügt, welcher den Durchschnitt der Bewegungen berechnet, um das Bild zu beruhigen. Staub sowie sonstige Verunreinigungen werden mit Hilfe von Restaurierungsprogrammen, teils automatisiert, teils manuell entfernt. Vor allem ältere Filme weisen viel Flickering auf. Das heißt, das Licht des Filmbilds wird spontan heller und wieder dunkler, beinahe wie bei einer kaputten Leuchtstoffröhre. Grauenvoll. Um dies zu beheben, gibt es mittlerweile Software, die den Durchschnitt der dunklen und hellen Bilder berechnet und das Licht wieder ausgleichen kann.
Nichtsdestotrotz braucht es ein geübtes menschliches Auge, das beurteilen kann, ob die Software ihren Algorithmus auch an den richtigen Stellen anwendet. In der Bildreinigung wird vorwiegend Staub, aber auch Laufkratzer, sogenannte Scratches, Klebstellen oder sogar Risse mit Hilfe von speziellen Filtern, digitale Restaurierungsprogramme, teils automatisiert entfernt. Automatisierte Prozesse sind jedoch nie perfekt. Daher muss manuell kontrolliert werden, dass sich keine ungewollten Bildfehler, sogenannte Artefakte, eingeschlichen haben. Die roten Markierungen hier sind Bereiche, die die Software repariert hat. Wasserspritzer wurden fälschlich entfernt. Mit gezielten Pinselstrichen kann das Original wieder hervorgebracht werden. Der übrig gebliebene Dreck muss manuell entfernt werden, was einige Wochen Zeit in Anspruch nehmen kann. Ist das Bild einmal stabil und sauber, muss der ursprüngliche Look and Feel des Films wiederhergestellt werden. Durch die Digitalisierung haben wir nun ein Bild in einer sehr hohen Auflösung. Das bedeutet nicht nur ein schärferes Bild, sondern auch, dass ungewollt Dinge verstärkt werden, wie das Grain, zu Deutsch Korn. Das Grain ist aber genau das, was dem Bild den typischen Kinolook gibt. Das wollen wir also auf keinen Fall eliminieren, sonst schaut das Bild flach und unlebendig aus. Aber dort, wo es für den Zuschauer als eher störend empfunden wird, wie bei einem Blow-up, muss das Grain reduziert werden, damit das Korn wieder gleichmäßig durch den Film tanzt. Das Filmbild lebt von seiner Farbe. Erinnert ihr euch an die wohlig umarmende Farbpalette der Wes Anderson-Filme oder die kalte grünliche Farbüberlagerung der Matrix-Trilogie? Das sind nur ein paar extreme Beispiele des sogenannten Color Gradings. Aber auch bei eher farblich unscheinbaren Filmen ist die Farbbestimmung ein wichtiger Bestandteil des Erscheinungsbilds eines Films und spielt in der Postproduktion einen wichtigen Part. Die Filmeschaffenden entscheiden sich bewusst, in welchen Farbtönen ihr Film gezeigt werden soll. Nach der Digitalisierung ab dem Negativ muss dies komplett neu gemacht werden. Bei der neuen Farbbestimmung, in der Fachsprache eben Color Grading genannt, wird versucht, möglichst nahe am Original zu bleiben. Dafür wird stets eine Referenz hinzugezogen, also eine gut erhaltene Originalkopie des Films. Und im Idealfall die Filmemacher selbst. L'étalonnage, ça consiste vraiment à retrouver le look en fait du film d'origine. Et par rapport à la copie de référence, on va faire le travail donc des contrastes, des couleurs, etc. Plan par plan. On va enlever les pétouilles, les rayures, des taches, ce genre de choses. Tout ça dans le but de pouvoir présenter à nouveau la copie comme si elle avait été montrée. Wie wir sehen, ist bei der Filmdigitalisierung und Restaurierung viel Handarbeit und Feingefühl von ausgebildeten Fachkräften notwendig, bevor ein Film auch im digitalen Raum die magische Kraft des Kinos verbreiten kann. Heute kann sogar ein Schritt weiter gegangen werden. Bleibt also dran, wenn wir dir zeigen, was es mit HDR auf sich hat. HDR? What? Die große Spezialität der Digitalisierung von Heidi und Anna Göldin ist die Farb- und Lichtbestimmung in HDR. Das steht für High Dynamic Range. Dank der höheren Auflösung bzw. Informationsdichte von 4K UHD, also Ultra High Definition, und neuer Bildschirmtechnologien ist es inzwischen möglich, erweiterte Farbräume sowie Kontrast- und Lichtverhältnisse und somit ein naturnäheres Bild darzustellen. Mit dieser neuen Möglichkeit bekommen die Bilder eine neue Echtheit und Plastizität, als ob man sie direkt mit den eigenen Augen sehen würde. Das Bild beginnt zu leuchten. Der vorherige Standard des Dynamik- und Farbumfangs, also SDR gleich Standard Dynamic Range,
nutzt eine Farbtiefe von 8 Bit. Mit dem HDR-Format ist es heute möglich, eine Farbtiefe von bis zu 12 Bit, das sind 4096 Farbtöne, darzustellen. Wichtiger ist vielleicht sogar die sogenannte Leuchtdichte, die in Nits gemessen wird. Während 0 Nits absolute Dunkelheit bedeutet, sind 1,6 Milliarden Nits das direkte Sonnenlicht. Das menschliche Auge kann ein Spektrum von 0,01 Nits bis 10.000 Nits wahrnehmen. Die Leuchtdichte von normalen Kinoprojektoren beträgt ca. 48 Nits, die der alten TV-Geräte, also SDR, 100 Nits. Heutige Displays erreichen eine Leuchtdichte von 1000 bis maximal 4000 Nits. Mit dem HDR-Format lässt sich theoretisch eine Leuchtdichte von bis zu 10.000 Nits darstellen, also so viel, wie das menschliche Auge noch wahrnehmen kann. Ja, das war nun alles etwas technisch. Zusammengefasst kann gesagt werden, dass also auf einmal ein immens größeres Spektrum für die Farbbestimmung und Leuchtdichte des Films zur Verfügung steht. Oder, poetischer ausgedrückt, ein Feuer flammt nun in brennender Intensität über den Bildschirm und Schneeflocken glitzern im Sonnenlicht in ihrer natürlichen Pracht. Der Film Anna Göldin, Letzte Hexe von Gertrud Pinkus aus dem Jahr 1991 ist der erste Schweizer Film, der in 4K HDR Dolby Vision digitalisiert wurde und diese neue Technologie nutzt, um eine möglichst realistische Abbildung des 18. Jahrhunderts mit gewaltigen Landschaftsaufnahmen zu zeigen. Wir haben eine neue Dienstmagd. Wie heißt sie? Anna Göldin. Und der Klassiker Heidi von Luigi Comencini aus dem Jahr 1952 ist der erste Schweizer Schwarz-Weiß-Film, der diese neue Technologie einsetzt, um die Kinder von heute mit einem scharfen und ausgewogenen Bild zu erfreuen. Doch ein strahlendes Bild ohne Ton ist noch lange kein Film, denn ohne Ton keine Musik. Was meinst du, Peter? Willkommen im Tonstudio. Hier werden die Filmtonspuren bearbeitet, damit nicht nur die Augen, sondern auch die Ohren der Zuschauer in den Genuss eines modernen Kinoerlebnisses kommen. Hörst du's, Clara? Ja, ich höre. Der Ton wurde vom Digitalisierungslabor auf die Server des Tonstudios geladen. Wie beim Bild wird die digitalisierte Tonspur zuerst genauestens analysiert. Für die Restaurierung werden hochwertige Klangfilter, aber auch spezielle Audiorestaurierungsprogramme eingesetzt. Wesentlich ist aber das Know-how des Toningenieurs. Er muss nicht nur über die heutigen Werkzeuge Bescheid wissen, sondern auch über die Bild- und Tontechniken, die damals verwendet wurden. Abhängig vom Herstellungsjahr der originalen Tonspur und der damals verwendeten Technik können Verschmutzungen in der Tonspur erkannt und schonend entfernt werden. Alte Filmtonspuren haben oft Störfrequenzen, zum Teil statisch über den ganzen Film, zum Teil verändern sie sich zeitabhängig. Störfrequenzen kommen meist von der damaligen Überspielung des Lichttones auf den Filmstreifen oder von der Alterung des Zelluloids. hier hören wir eine dieser Störfrequenzen als Brummton. Du sagst am Kumme, grüezi. Man kann kein Wort mehr reden mit dir. Und überhaupt, du bist... Was bin ich? Was bist? Stinkmuff! Wegen dem könnt ihr mit mir noch lange nicht machen, was ihr wollt. Nicht sauber gewartete Geräte können Laufzeitschwankungen verursachen und somit den Brummton in der Tonhöhe verändert haben.
Auch altersbedingte Veränderungen des Tonträgermaterials können zu ungewollten Unregelmäßigkeiten führen. Um das Original so wenig wie möglich zu verändern, werden diese Störfrequenzen nun punktuell entfernt und nicht pauschal über die gesamte Tonspur. Grüezi, man kann kein Wort mehr reden mit dir. Und überhaupt, du bist... Was bin ich? Muff bist! Stink, Muff! Verunreinigungen des analogen Datenträgers können kurze Störimpulse verursachen. Mit einer entsprechenden Software können diese gezielt entfernt werden. Die Schwierigkeit liegt hier darin, dass man aufpassen muss, dass nicht aus Versehen Bestandteile des ursprünglichen Filmtons entfernt werden. Viele Störer entstehen durch Klebestellen des Filmmaterials, also die Stellen, wo einzelne Filmszenen zu einer Filmrolle zusammengeklebt wurden. Durch die Alterung verändern sich diese Klebestellen und werden durch die Lichttonkamera als Klang erfasst. Diese eher tieffrequenten Störungen, vor allem bei Bildschnitten, werden in der Regel einzeln und manuell entfernt. Du hast ja ganz rote Backen. Du hast ja ganz rote Backen. Staub oder feinste Kratzer auf der analogen Tonspur sind die Ursache für sogenannte Crackles oder unangenehmes Rauschen. Halt! Komm du mal da rein. Mit einer weiteren Softwarekomponente können diese kleinen, feinen Untöne entfernt werden. Halt! Komm du mal da rein. Eine weitere aufwendige Arbeit ist die Anpassung der Klangqualität und Lippensynchronität der Sprache, die sich manchmal durch ungeschickte Schnitte oder durch das unsachgemäße Kopieren ergeben kann. Die Sache muss natürlich unter uns bleiben. Guten Tag, Clara. Wie geht's dir? Danke, lieber Peter. Beinahe forensisch wird die Arbeit des Tonmeisters, wenn durch Beschädigungen der analogen Datenträger Teile der Töne verloren gingen und so Dialoge, Geräusche oder Musikteile nachgebaut werden müssen. Nach mehreren Tagen Arbeit ist ein Ton da, der mit der Qualität des restaurierten Bildes harmoniert und die Musikboxen der heimischen Home-Cinema-Anlage auslasten kann. Mittlerweile wurden mit der Unterstützung von Filmo innerhalb von 3 Jahren über 50 Schweizer Filme neu digitalisiert und 129 neu veröffentlicht. Die Arbeit ist längst nicht zu Ende. Viele weitere Filmschätze warten nur darauf, in den digitalen Raum aufgenommen zu werden. Und dann müssen diese ja auch noch von den Streaming-Diensten zugänglich gemacht werden. Doch das ist eine andere Geschichte. Wenn dir diese Videoserie gefallen hat, Daumen nach oben und abonniere unseren Kanal, damit du über neue Videos benachrichtigt wirst. Schweizer Filme neu entdecken auf fimo.ch